Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein One-Pot-Rezept und zwar Süßkartoffelcurry mit Brokkoli. Was wir dafür brauchen, ganz schnell, ich habe schon vorbereitet. Wir brauchen eine große Süßkartoffel, die haben wir geschält und gewürfelt. Dann ein Brokkoli. Hier, guckt, der Brokkoli braucht nämlich am längsten in der Pfanne. Macht die Röschen schön klein, schön waschen und dann sieht das so aus. Dann brauchen wir 2 Frühlingszwiebeln, eine Zwiebel, ein paar Cashewnüsse, Kokosmilch, Tomatensoße püriert, eine Limette und ein bisschen Öl. Das habe ich jetzt gerade hier nicht liegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Kokosöl benutzen. Ich habe jetzt gerade keins da, aber das ist gar nicht so schlimm. So, wir wechseln direkt rüber zum Herd und starten. So, meine Lieben, da wären wir auch schon. Das erste, was wir machen, wir geben ein bisschen Öl in die Pfanne und lassen es heiß werden. Und dann braten wir einmal scharf die Kartoffeln und den Brokkoli an. Geben wir beides in die Pfanne und lassen es ein bisschen Farbe kriegen. So, wenn euer Brokkoli ein bisschen Farbe bekommen hat, könnt ihr die Zwiebeln in der Zeit zum Beispiel schneiden. Und die geben wir jetzt auch herein, so die letzten paar Minuten. Und tun die auch nochmal mit durchschwenken und andünsten. Als nächsten Schritt geben wir die Kokosmilch sowie die Tomatensoße hinzu. Und rühren das Ganze nochmal durch und lassen es nochmal aufkochen. So, wie ihr sehen könnt, fängt es wieder an zu köcheln. Zu dem Zeitpunkt geben wir ungefähr die Hälfte unserer Frühlingszwiebeln mit hinein. Und den Rest behalten wir zur Dekoration. Des Weiteren salzen wir und pfeffern wir jetzt. Einmal Salz rein. Seid hier ein bisschen vorsichtig, zur Not kann man noch nachwürzen. Und Pfeffer. Rühren das Ganze nochmal um und lassen es dann auf mittlerer Stufe vor sich her köcheln. Wichtig hierbei ist jetzt, dass der Brokkoli, weil wie gesagt, der braucht am längsten, dass der wirklich unter der Flüssigkeit ist, beziehungsweise der Stängel hier, der ist der, der am längsten braucht. Und ich würde sagen, wenn alles ein bisschen eingedickt ist und der Brokkoli durch ist, war das eigentlich das Zeichen, wann die Soße auch fertig ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, das sind jetzt ungefähr 15 Minuten, hat das jetzt vor sich hergeköchelt. Ihr müsst gucken natürlich bei euch, wie dick ihr den Brokkoli geschnitten habt. Die Kartoffeln waren relativ schnell durch. Brokkoli hat wirklich diese 10-15 Minuten gebraucht. Geschmacklich mega geil. Aber das könnte man theoretisch auch so hier so als Eintopf oder Suppe essen. So, ich habe dazu jetzt noch ein bisschen Reis gemacht, wie ihr sehen könnt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber und tun anrichten. Da brauchen wir nämlich auch die Limette dann noch für. So, dann wären wir auch schon. Und das erste, was ich mache, wir nehmen uns hier eine gute Portion von dem Reis. Und die setzen wir hier an die Seite. Bisschen lockern, dass es hübsch aussieht. Und hier die Seite freilassen, so dass wir so eine halbe haben. Als nächstes holen wir uns unsere Soße. Ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht kleckern. Und geben die genau in die andere Hälfte. So, dann nehmen wir ein paar Cashewnüsse. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, noch rösten. Habe ich jetzt persönlich nicht gemacht. Die streuen wir einfach nur hier rüber. Sowie noch was Frühlingszwiebeln. Und toppen das Ganze mit ein Stück Limette. Wir können jetzt schon am Anfang ein bisschen drüber tropfeln. Ich finde, das gehört dazu für den Geschmack. Das ist ganz wichtig. Ein bisschen Limettensaft. Und wer will, kann dann einfach nochmal ein bisschen nachwürzen. Das können wir dann hier so an die Seite geben. So, meine Lieben. Und dann sind wir durch mit unserer Süßkartoffelcurry mit Brokkoli. So sieht das Ganze aus. Ich finde es mega geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Es ist super einfach zum Nachmachen, könnt ihr zwischendurch machen im One-Pot. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke und schreibt noch in den Kommentaren, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht habt ihr selber Ideen von Rezepten, die ich mal testen soll oder andere geile Sachen. Und sonst wünsche ich euch guten Hunger. Bis dahin. Ciao, ciao.